Herzlich willkommen zum neuen Video der Flott Akademie. Heute möchte ich euch mal alles rund ums Senken erklären. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. Grundsätzlich gibt es drei Arten des Senkens. Einmal gibt es das Plan-Ansenken, das Plan-Einsenken und das Profilsenken. Das Plan-Ansenken, das müsst ihr euch so vorstellen, wenn alles rund um die Bohrung, sag ich mal, erhöht ist, im Gegensatz zu der restlichen Werkstückoberfläche und eine Schraube wird da einfach nicht parallel auf der Fläche aufliegen, dann nutzt man das Plan-Ansenken, um einfach die komplette Umgebung um die Bohrung einfach plan zu senken, sodass einfach die Schraube plan aufliegt. Das Plan-Einsenken nutzt man oft zum Beispiel zum Versenken von Zylinderkopfschrauben, einfach damit die Schraubenköpfe im Werkstück versenkt sind und zum Beispiel nicht beschädigt werden. Das kennt ihr vielleicht, das macht man zum Beispiel mit einem Flachsenker, Zapfensenker, wie auch immer. Und ja, der dritte Typ, Profilsenken, das nutzt man zum Beispiel, um Senkkopfschrauben zu versenken. Ja, Stichwort 90 Grad Kegelsenker, das ist letztendlich Profilsenken. Ich habe euch heute einfach mal zwei Arten von Senkern mitgebracht, die in der Praxis einfach am häufigsten eingesetzt werden. Auf der einen Seite haben wir hier den Kegelsenker, in dem Fall 90 Grad Kegelsenker, gibt es aber auch in anderen Varianten, zum Beispiel 60 Grad. Ja, hauptsächlich nutzen wir den zum Beispiel zum Entgraten von normalen Bohrungen, aber auch natürlich zum Versenken von Senkkopfschrauben. Flachsenker sind hauptsächlich dafür da, Zylinderkopfschrauben wirklich zu versenken. Die Maße von diesen Flachsenkern ja, richten sich meistens nach den Schraubennormen, zum Beispiel der DIN 974 von Zylinderkopfschrauben. Können wir hier auch zum Beispiel auf dem Schaft ablesen. Dieser Senker ist für eine M6-Schraube letztendlich gemacht. Wir haben hier die Bezeichnung 11 x 6,6. 11 steht für den Durchmesser des Schraubenkopfes, den wir versenken. Ja, 11 mm Durchmesser und 6,6 gilt hier vorne für den Führungsteil, der letztendlich in die Durchgangsbohrung greift, für die M6-Schraube nachher und dadurch geführt wird. Beide Anwendungsfälle, also einmal das Versenken von Zylinderkopfschrauben und einmal das Versenken von Senkkopfschrauben mit einem Kegelsenker, werde ich euch jetzt einmal hier an der Maschine vorführen. Nun fangen wir an mit der Versenkung dieser M8 Senkkopfschraube. Nach DIN 74 müssen wir jetzt mit dem 90 Grad Kegelsenker die Durchgangsbohrung von 9 mm auf 16,4 mm senken. Hier nur kurz als Tipp, wir haben ja hier eine digitale Bohrtiefenanzeige. Ihr könnt ganz einfach berechnen, wie ihr auf diesen Durchmesser von 16,4 mm kommt. Das ist ganz einfach, also ihr habt 16,4 mm, die ihr erreichen müsst, eine Durchgangsbohrung von 9 mm. Wenn ihr die 16,4 mm minus 9 rechnet, dann kommt ihr auf 7,4 mm. Das einmal geteilt durch 2, dann kommt ihr auf 3,7 mm. Genau 3,7 mm Tiefe müsst ihr also mit dem 90 Grad Kegelsenker senken, um auf die 16,4 mm zu kommen. Gut, dann können wir hier einmal an der Maschine anfangen. Wichtig ist hierbei die Drehzahl natürlich. Wir haben hier eine Drehzahl von 350 Umdrehungen pro Minute und eine Schnittgeschwindigkeit von 20 Metern pro Minute. Ja, also daraus resultiert ja die Drehzahl. Gut, dann senken wir einmal die Bohrung. Nach der Herstellung der Senkung für diese Senkkopfschraube werden wir nun eine Flachsenkung herstellen. Das Ganze, wie bereits erwähnt, für diese M6 Zylinderkopfschraube nach DIN 974. Daraus ergibt sich, dass wir erstmal hier eine Durchgangsbohrung mit einem Durchmesser von 6,6 mm benötigen und für den Schraubenkopf benötigen wir einen Senkdurchmesser von 11 mm. Das Ganze werden wir 6,4 mm tief in das Werkstück einbringen. Wichtig hierbei ist, dass wir gleich langsam in die Bohrung von 6,6 mm mit den Führungszapfen eintauchen. Denn dieser Führungszapfen ist, wie der Name auch schon sagt, ja, die Führung für den Flachsenker. Und der ist wirklich sehr, sehr wichtig. Denn die Schneidengeometrie des Flachsenkers führt sehr schnell zu einem Rattern und Schlagen. Und ja,
Wenn es rattert und schneckt, verliert man sehr schnell die Schneiden des Werkzeugs, des Flachsenkers. Grundsätzlich einmal zu den Schnittwerten. Wir werden hier, oder ja, wir senken meistens bei Flachsenkern mit 10 bis 20 Metern pro Minute an Schnittgeschwindigkeit. Und daraus resultiert hier jetzt in diesem Anwendungsfall eine Drehzahl von 290 Umdrehungen pro Minute. Gut, dann werden wir jetzt einmal die Senkung anfertigen. Fließspäne zwischendurch natürlich immer brechen. Kommen wir zum Ende des heutigen Videos. Wie wir hier sehen, wir konnten beide Schraubenköpfe erfolgreich in unserem Werkstück versenken. Falls ihr irgendwelche Fragen oder Anregungen habt, meldet euch immer gerne bei uns. Falls euch das Video gefallen hat, drückt gerne hier unten auf Gefällt mir. Und falls ihr die zukünftigen Videos nicht verpassen wollt, abonniert gerne unseren Kanal. Also, bis dahin, euer Felix.